Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und heute in dem Video möchte ich euch meinen Gleisplan 2.0 vorstellen. Mehr dazu nach dem Intro. Ist das jetzt ein neuer Trend, dass jeder plötzlich einen Gleisplan 2.0 macht? Ne, ist eigentlich kein neuer Trend, sondern es ist halt das Ergebnis von vielen Kommentaren, die ich von euch bekommen habe. Denn ich habe ja im Anlagenkonzept nicht nur das Konzept, sondern auch den Gleisplan vorgestellt und den habt ihr dankenswerterweise reichlich kommentiert. Ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht, die ganzen Kommentare rauszuholen und zusammenzufassen, wesentliche Punkte mir zu markieren, damit mir auch von den vielen tollen Vorschlägen, die da gemacht worden sind, dass die zumindest in einer Form mal bewertet und berücksichtigt werden. Ob ich alles gemacht habe, das glaube ich jetzt nur nicht, aber vieles davon ist eingeflossen. An der Stelle, liebe Leute, vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch für diese tollen Kommentare genommen habt und mir dann eine Rückmeldung für Verbesserungen gegeben habt, die ich jetzt tatsächlich auch einfließen lasse. An der Stelle nochmal einen lieben herzlichen Dank an einen Zuschauer und Abonnenten, und zwar den Michael Schumacher. Der hat mich tatkräftig dabei unterstützt, diesen Gleisplan nochmal ein Stück weit auszuarbeiten. Aber bevor ich mich jetzt wieder in vielen Worten verliere, wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zuschauen. Ja gut, dann fangen wir mal an und fangen direkt mal unten unterste Ebene im Schattenbahnhof an. Für euch kurz zur Orientierung, hier oben seht ihr anhand der Dateibezeichnung 1.0, das ist dann die alte Variante, und wenn es dann hier oben mal 2.0 steht, falls wir nachher uns mal so verlieren werden, dann ist das der neue Gleisplan. Ja, fangen wir mit dem alten an, um euch einfach mal abzuholen. Was war denn da am Schattenbahnhof? Was haben wir hier verändert oder was habe ich da verändert? Es gab viele Hinweise, kritische Kommentare, zum einen zu der Anordnung von Dekodern und Belegmeldern hier im hinteren Teil. Das habe ich mir mal zu Gemüte geführt. Dann gab es noch ein Stück Hinweis und auch mal einen Versuch, den ich gemacht habe, indem ich einfach, ich mache das jetzt mal gerade was größer, indem ich dann die Weichen mal so angeordnet habe. Da ist dann Folgendes passiert, dass dann halt die Weichen hier mit der gegenüberliegenden Weiche oder der Magnetschalter dieser Weiche mit der gegenüberliegenden Weiche kollidierte. Das hat direkt, also unmittelbar sind die nicht zu verbinden, da müssen normalerweise Zwischenstücke hinter. Damit hat sich das gesamte Gleisbild verschoben und die Anordnung hier, die fand ich jetzt, vor allem diesen Bogen hier, das fand ich jetzt auch nicht gerade so gelungen. Da war ich nicht ganz so zufrieden mit. Ja, dann gehen wir mal zurück wieder in den normalen Maßstab und schauen uns mal gerade dann die neue Variante an. Was ist denn da jetzt draus geworden? Also auch hier ist der Schattenbahnhof wieder da, und was man sofort sieht, ist, dass ich hier hinten die Decoder verbannt habe. Ich habe den Raum ein Stück weit ausgeschöpft. Ich habe es auch noch mal ausprobiert. Ich komme also ganz locker bequem von vorne noch hier an diese Gleise dran. Und wie man da jetzt sehen kann, habe ich hier eine klassische Harfe jetzt eingebaut. Oder eine klassische Harfe, das Ganze dreimal. Und was ich auch gemacht habe, ich habe auch diese Testgleise, die es hier vorher gab, die habe ich jetzt nicht noch über den Schnittpunkt hinausgeführt. Da sind nur die Gleise hinausgeführt, die auch wirklich drüber fahren müssen. Ja, hier vorne habe ich jetzt mein Einmessgleis liegen direkt vorne an, so dass ich da direkt immer und auch gut dran komme. Das ganze Stück hier sind etwa 2,15 Meter. Das sollte wohl reichen zum Einmessen. Das hier wird ein Kombigleis sein, und zwar ist das umschaltbar, das grüne auch von analog als Testbahn, beziehungsweise auch umschaltbar auf Digitalbetrieb, und dann nutze ich es zum Programmieren. Auch hier habe ich wieder die klassische Umfahrung gemacht, und wie man sieht, springe ich jetzt direkt von hier unten in die jeweilige Harfe rein
Und das Ganze ist dann ein Stück weit entzerrt und vor allem der absolute Vorteil ist, dass ich jetzt hier auch oder dass sich die Weichen hier jetzt nicht mehr stören werden. So, wo kommt denn jetzt eigentlich die Steuerung und die Versorgung hin? Ganz einfach, ich packe sie mir hier vorne rein, beziehungsweise auch ein Stück weit hier hinten rein. Hier hinten kommt die ganze Stromversorgung rein. Also ich habe eine ganze Weile schon mit Elektrotechnik zu tun gehabt und es ist mir einmal in der ganzen Zeit ein Netzteil von einem Notebook kaputt gegangen und ansonsten ist so ziemlich das konstanteste Element, was man da verbauen kann, eine Stromversorgung. Von daher habe ich da jetzt keine Bedenken, die Stromversorgungen, Netzteile hinten zu platzieren. Ich bin aber bei dem Vorschlag, der mich mannigfaltig, um es mal so zu sagen, erreicht hat. Mensch, pack deine Decoder oder Belegwälder doch vorne irgendwo hin. Die werden hier ihren Platz finden. Wie ich das allerdings mache, das werde ich dann in den einzelnen Filmen noch zeigen oder dann, ja, euch dann einfach mitnehmen. So viel zum Schattenbahnhof. Dann gehen wir mal wieder zurück zu dem anderen. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal quasi die Ebene 0 an. Das ist also die erste sichtbare Ebene auf der Anlage. Wir kommen ja hier aus dem Wendel raus, wir haben uns dann 30 cm höher geschraubt und fahren dann hinten erstmal verdeckt hier vorne auf die Paradestrecke bzw. über die Paradestrecke in Richtung Wendel. Hier können wir uns dann nochmal entscheiden, fahren wir jetzt tatsächlich runter oder umfahren wir sie einmal und dann bleiben wir halt auf der sichtbaren Ebene. Ich blende jetzt als erstes mal den Wendel aus, weil sonst wird das nachher zu verwirrend, und blende nochmal die nächste Steigungsebene ein, die dann zum Bahnhof führt oder vom Bahnhof wegführt. Erinnert euch, hier fahren wir dann von der Paradestrecke rein, hier auf die Steigung. Die grüne ist eine Steigung, um es mal einfach so plastisch darzustellen, also hier in komischer S-Form, und komme dann hier nachher in den Bahnhofsbereich raus. Und hier gibt es einen Höhenunterschied von der Ebene 0, die halt etwa 10 cm ansteigt, und 10 cm höher bin ich dann halt hier auf der Bahnhofsebene. Dann kommt hier irgendwo der Bahnhof und auf der anderen Seite fährt der Bahnhof dann hier wieder rein, sinkt ein Stück weit ab, und zwar um 5 cm ungefähr, fährt hier in einen Hundeknochen rein und kommt dann wieder zurück in den Bahnhof. So, und das waren so ein paar Punkte, wo mir auch viele tolle Kommentare zugekommen sind und nach dem Motto, macht doch hier mal was anderes, sorgt doch einfach mal dafür, dass wenn hier ein Zug einfährt, dass es hier eine Abwechslung gibt, nicht der gleiche Zug wieder rauskommt. Da gibt es doch bestimmt Möglichkeiten. Gut, dann schauen wir uns jetzt doch mal die Variante 2 an, was daraus geworden ist. Ja, ihr seht also auch, der Wendel, das ist alles geblieben. Der Fluss hat vielleicht ein bisschen was anderen Verlauf, aber auch hier die Nummer mit der Umfahrung, das ist alles geblieben. Und deshalb blende ich den Wendel jetzt hier auch aus und nehme euch dann einfach mal mit, was hier mit der Paradestrecke jetzt passiert ist. Ihr seht, die Paradestrecke, die ist nach wie vor geschwungen, das ist hier so geblieben. Allerdings ist das ganze Ding jetzt ein Stück weit entzerrt worden. Es ist nicht mehr so geschwungen rauf und runter, sondern es hat jetzt einen ganz geraden, absolut schönen Verlauf. Und es steigt an der Zeit, die Steigung beginnt bereits hier, deshalb gibt es hier auch einen kleinen farblichen Unterschied. Hier fängt die Steigung an, sodass ich ganz genüsslich auch noch mit kleiner 2,5% Steigung hier auffahre, und zwar jetzt nicht auf 10 cm höher, sondern 12 cm höher. Und warum 2 cm mehr? Das hat einen ganz besonderen Grund. Jetzt zeige ich euch auf der anderen Seite, ihr erinnert euch, hier ist man ja in den Bahnhof reingefahren und hier hinten ist man irgendwie dann rausgefahren. Und das zeige ich euch jetzt, was wir da gemacht haben. Hier fahre ich also aus dem Bahnhof raus und komme dann hier in einen Tunnel, sinke dann hier wieder auf etwa von um 6 cm und komme dann hier
in einen Schattenbahnhof 2 Bereich rein. Ich fahre erstmal hinten raus und komme dann hier nochmal in eine kleine Hafe rein, wo ich 2 verschiedene oder in Summe 3 Züge parken kann, beziehungsweise 2 parken kann, und der dritte fährt dann rein und ein anderer fährt dann raus und kommt dann hinten in den Bahnhof wieder rein. Finde ich wirklich eine gelungene Sache. Und warum ist die Anordnung so? Wir hatten ursprünglich mal hier einen Entwurf gemacht, wo wir dann sagen, na, packen wir hier noch 4 weitere Gleise rein als Schattenbahnhof. Das hat aber nachher technische Gründe, warum ich das nicht gemacht habe, weil genau da drüber, 5 cm drüber, liegt halt der Bahnhof und ich habe nachher nicht mehr die Möglichkeit, unbedingt an das letzte Gleis so durchgreifend dran zu kommen. Die vorderen 3 sind überhaupt kein Problem. Da kann man da locker noch dran kommen, aber die hinteren, die haben schon dann mal eine Herausforderung dargestellt, wo ich dann gesagt habe, nee, das Betriebsrisiko, das nehme ich jetzt nicht auf mich, und deshalb reichen mir diese 3 Stück hier erstmal aus. Gut, dann kommen wir mal jetzt auf die Bahnhofsebene. Gut, dann sind wir jetzt wieder auf der Version 1, also quasi auf dem ersten Teil. Und das erste, was ich mache, ich blende mal hier den ganzen Wirrwarr raus, das Grüne und das Blaue, das machen wir jetzt mal raus. Stattdessen holen wir uns mal den Bahnhof und die Nebenstrecke rein. Und einfach nur so ein bisschen zur Orientierung, damit man gleich besser vergleichen kann, was ist denn da jetzt anders geworden. Für mich war halt wichtig, dass ich einen diagonal angelegten Bahnhof habe. Das hat für mich irgendwie einen ganz besonderen Charme. Ich stehe da drauf. Ich hatte das damals bei der Schreibtischbahn und ich möchte das gerne jetzt wieder haben. Es gab auch Hinweise dazu, die mir gesagt haben, ja, hör mal, das mit dem Güterteil bzw. mit dem BW, das sieht halt alles so ein bisschen nicht so organisch aus, sondern so künstlich. Gleise folgen der Landschaft. Ja, das mag ja alles durchaus richtig sein, aber an der Stelle folgen die Gleise jetzt erstmal meinen räumlichen Möglichkeiten. Von daher, ich bin noch nicht ganz zufrieden, was das hier ist, aber so einen Bahnhof kann ich auch noch ein bisschen umgestalten. Das hier ist für mich aber das Nonplusultra, das wollte ich so haben und das möchte ich einfach beibehalten. Ich habe hier vom Bahnhof abgehend einen Pendelverkehr ursprünglich gehabt, und zwar als Nebengleis. Da gab es dann den Hinweis, ja mal, hier können ja keine Loks umsetzen. So war das eigentlich auch nicht gedacht, sondern hier fahren dann halt Triebwagen rein und raus. Da muss nichts umgesetzt werden an der Stelle. Allerdings bin ich mit der Lösung deshalb nicht so zufrieden gewesen, weil ich habe auf der ganzen Bahn hier klassisch erstmal gar keine Wendeschleife. Also ich muss, wenn ich mal eine Dampflok in die andere Richtung setzen will, dann muss ich die anpacken und umdrehen. Also eine richtig klassische Wendeschleife. Ich meine damit keinen Hundeknochen, sondern eine klassische Wendeschleife. Ich komme über eine Weiche rein, fahre über ein Sensorgleis, hinten der Strom dreht sich um, ich komme auf der anderen Seite wieder zurück. Habe ich hier nirgendwo, fehlt ein Stück weit. Also das war noch was zu verändern galt. Dann schauen wir uns jetzt mal den zweiten Teil an. Gut. Dann machen wir auf der neuen Version weiter. Da sind wir jetzt wieder bei der Bürobahn 2.0. Bei dem zweiten Gleisplan, jetzt schalten wir als erstes mal hier den Schattenbahnhof 2 direkt wieder raus, weil das ist ja doch ein bisschen schwere Kost. Und dann nehmen wir einfach erstmal nur den Bahnhof rein. So, denn auch hier hat sich ein bisschen was verändert. Im Großen und Ganzen sieht es erstmal gleich aus, aber das geschulte Auge sieht, ich hatte vorher 5 Bahnhofsgleise, die durchgehend waren, jetzt habe ich 6. So, das heißt, hier kann aus der Richtung kommen, direkt mal ein Güterzug ganz charmant an dem Bahnhof vorbeifahren. Wunderbar. Dann habe ich auch hier den Güterschuppen ein wenig versetzt. Dann kann man hier mit dem Güterzug einfahren und dann direkt zurücksetzen. Und dazu gibt es dann auch hier nochmal so ein Auszugsgleis, dass man das auch nutzen kann. Aber zugegebenermaßen, hier muss ich noch mal so ein bisschen dran rumstricken. Das gefällt mir schon ganz gut, allerdings so die 1 ist es noch nicht. Ich bin bei einer guten 3, vielleicht mit 2 Minus, aber da müssen wir mal gucken, wo es noch hingeht. Gut, dann blende ich jetzt als erstes mal die Nebenstrecke ein. Als erstes mal ist gut, als nächstes mal die Nebenstrecke ein. Und das geschulte Auge sieht, es gibt hier keine 2
ich nenne es mal Endpunkte mehr, sondern es gibt jetzt tatsächlich eine klassische Wendeschleife, komplett mit Sensorgleis und Mittelteil und dem zweiten Sensorgleis so, dass ich eine Dampflok auch nicht mehr abheben muss und einfach mal drehen muss, wenn sie in eine andere Richtung fahren, sondern die schicke ich dann einfach hier in eine Schleife. So, das eine Gleis folgt dann hier direkt mal in den Tunnel, damit ich da landschaftlich noch ein bisschen rumstricken kann. Und hier gibt es dann einen längeren geraden Teil, Kunststück. Das wird dann der Haltepunkt werden. So, schauen wir uns das Ganze mal in 3D an und so wie ich finde, hat die Bahn auch nach wie vor ihr Flair erhalten. Hier hinten kann man das sehen, ne? So, hier kommt sie dann raus, hier ist dann der Haltepunkt. Das wird jetzt kein Trichter werden, was ich hier baue. Das wird halt von dem Programm jetzt so dargestellt. Das wird auch landschaftlich ein bisschen anders dargestellt. Auch hier wird es keine Treppe unbedingt geben, ne? Aber es ist halt jetzt erstmal so dargestellt. Und trotzdem finde ich, hat das Ganze doch ein Stück weit Flair. Es bleibt dabei, auch das, was ich haben wollte, 2 Brücken auf verschiedenen Ebenen zu haben. Ach ja, und was man hier noch besonders gut sehen kann, ist, dass die Hauptstrecke schon hier jetzt im äußeren Teil, am Mittelteil anfängt zu steigen. So, und wenn ich dann von der Seite komme, dann habe ich wirklich auf verschiedensten Ebenen dann irgendwie Bewegung drin. Finde ich wirklich eine gute Sache. So, warum steigt das Ding jetzt hier in der Mitte nochmal? Hier ist es schon so ein bisschen angedeutet. Ich nehme die Landschaft gerade mal raus. Da kann man das ein bisschen besser sehen. Jetzt drehe ich das nochmal ein bisschen hoch und hole mal was näher ran. Und dann wird es auch deutlich, da verbirgt das sich nämlich der Schattenbahnhof 2. Das sind eben die 3 besagten Gleise. Und dann kann ich hier im vorderen Teil den Landschaftsteil runternehmen, runterklappen, abnehmen, was auch immer und kann dann hier auf diese 3 Gleise reingreifen. Und wenn ich das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter drehe, man erinnert sich, das fuhr ja dann später hier ein und hier sieht man das noch. Ne? Ich mache das noch mal ein bisschen kleiner, dann kann man das besser sehen. Das ist das Gleis, was in diesen Schattenbahnhof 2 einfährt. Und hier waren ursprünglich mal angedacht, noch weitere Gleise reinzusetzen. Und da kann man jetzt ganz gut erkennen, dass diese weiteren Gleise direkt unter dem Bahnhof gesessen hätte. Aus Serviceaspekten ist das vielleicht jetzt nicht so die brillante Lösung. Und daher habe ich dann gesagt, das ist ein reines, einfaches, ich nenne es jetzt mal Einfahrgleis. Und hier hinten kann ich noch drankommen, indem ich oben was abheben kann. Insofern ist das doch für mich jetzt die gelungene Variante. Gut, jetzt habe ich euch wieder zugetextet. Ich glaube, wir sehen uns jetzt mal vor der Kamera. Das waren die Änderungen am Gleisplan. Also ich finde, dieser Gleisplan 2.0, das ist jetzt wirklich mal eine gelungene Sache. Zum einen, was mir ganz, ganz wichtig war, hat der Charakter und das, was die Bahn eigentlich ausdrücken sollte, nämlich diese Rhein-Mosel-Bahn, diese Rhein-Mosel-Strecke, sie behält ihren Charakter. Das war mir ganz, ganz wichtig, denn das bin halt ich, das ist halt meine Bahn. Und zudem sind aber noch weitere tolle Funktionen gekommen oder beziehungsweise optimiert worden. Die Nummer mit den Schattenbahnhöfen, das wäre halt böse ins Auge gegangen. Die Sache mit der Wendeschleife, ich hätte sie tatsächlich immer mit der Hand drehen müssen. Also ich habe bisher keine wirklich klassische Wendeschleife eingebaut. Von daher finde ich dann den Austausch da oben der beiden Wendepunkte gegen eine Schleife eigentlich sehr gut und gut gelungen und auch eure tolle Idee nach dem Motto, Mensch, lasst die Züge doch hinten in dem Tunnel verschwinden und komm mit einem anderen Zug wieder raus. Die sind quasi der Ursprung des Schattenbahnhof 2. Leute, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganz vielen tollen Ideen. So, damit sind wir wieder am Ende angekommen und wie es immer so schön heißt oder wie ich es immer mache, so ihr Lieben, das war es dann wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über euren Daumen nach oben. Aber ganz besonders freue ich mich auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Louis.